Heute im Review das O-Sight XE AMRS Rotpunktvisier mit 5 Absehmöglichkeiten, wasserfest, stoßfest, seitliches Batteriefach, optimal für Sportschützen, Jäger und Airsoft-Spieler. Ob das was für euch ist, findet ihr in diesem Review heraus. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es hier nicht um diese wunderschöne Staccato, die hatte ich euch in einem Review ja schon mal gezeigt. Heute geht es eher mehr darum, was hier oben drauf montiert ist. Und zwar habe ich von der Firma O-Sight das nagelneue Flaggschiff bekommen, um es euch zu zeigen. Das O-Sight XE ARMS. ARMS steht für Advanced Multi-Reticle Systems. Das ist das weltweit erste kompakte Reflexvisier mit 5 Absehmöglichkeiten. Also das wirklich alles an Bord, dass es jeden anspricht. Von daher hoffe ich, dass ich heute auf meinem Kanal auch mal Leute habe, die ich sehr selten auf meinem Kanal habe, nämlich Sportschützen und Jäger. Denn ich denke mal, das wird definitiv was für euch sein, denn das ist auch ein Reflexvisier aus dem Scharfwaffenbereich. Aber schaut euch erst mal das Video komplett an und dann könnt ihr euch ja nachträglich entscheiden. Denn wir kommen jetzt zum Preis. Dieses gute Stück kostet hier 300 €. Wenn ihr das Video jetzt schaut, während es gerade online gesetzt worden ist, könnt ihr sogar noch ein bisschen sparen, denn da läuft gerade so eine Aktion, so eine Promotion bei O-Sight. Da kostet das so 255 € und ich habe sogar noch einen Rabattcode, den könnt ihr auch noch kombinieren, dann seid ihr sogar noch etwas günstiger. Also, falls es euch interessiert, klickt drauf und gönnt euch. Geliefert wird das XE ARMS hier in diesem sehr ansprechenden Karton mit einer Abbildung von dem Rotpunkt und den Features. Wenn wir hier den Karton einmal aufmachen, ja, bekommen wir zunächst erstmal einen Aufkleber. Wer möchte, kann das also an seinen Waffenkoffer oder was ich wo anbringen. Dann haben wir hier eine Schnellanleitung, wie wir das Rotpunkt zu montieren haben und auf der Rückseite auch noch mal eine Anleitung, wie man das Rotpunkt justiert. Dann verbirgt sich hinter dieser Willkommenskarte von O-Sight das Rotpunkt selber. Schön verpackt hier noch mal im Hartschaum. Ist das Rotpunkt hier auch noch mal mit einer Schutzkappe versehen. Das könnt ihr dann natürlich dann auch nachher später auf eure Pistole draufschieben, um das Rotpunkt zu schützen. Das lege ich mal jetzt hier zur Seite. So sieht das gute Stück aus. Hier intern verbaut ist schon eine 1632er Batterie. Da müssen wir nachher noch das Batteriefach öffnen, um die Schutzfolie zu entnehmen, damit wir die Batterie aktivieren können. Dann haben wir hier eine sogenannte Accessoirebox, die könnt ihr rausziehen. Darunter haben wir nochmal in einer Folie eine detaillierte Anleitung in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Dann habt ihr hier nochmal ein Putztuch und hier auch nochmal Sicherheitshinweise. So, und dann öffnen wir mal die Accessoirebox und das finde ich jetzt richtig cool, was hier alles schon im Lieferumfang enthalten ist. Und zwar haben wir hier schon ein Werkzeug, einmal zum Montieren und zum Justieren von dem Rotpunkt. Und damit ihr auch gleich starten könnt, haben wir auch einen ganzen Satz von Schrauben. Wir haben 632er Schrauben, M4, 640 und M3 und das jeweils auch noch mal in unterschiedlichen Längen. Da könnt ihr auf jeden Fall definitiv schon die passenden Schrauben hier am Start haben für eure Waffe. Kommen wir zu den technischen Daten von dem O-Sight XE. Die ganzen Daten blende ich euch hier an der Seite ein. Die Highlights erzähle ich euch persönlich. Zum einen haben wir hier ein schönes, kleines und kompaktes Reflexvisier mit nur 51 Gramm mit einer RMR-Aufnahme. Wir haben an Bord 5 Absehfunktionen, die ihr schnell auswählen könnt. Zum einen haben wir einmal den 2-MOA-Punkt, das ist was für den Sportschützen, der kann damit einen präzisen Schuss ausführen. Dann kann er den 2-MOA-Punkt mit einem 32-MOA-Ring kombinieren. Das heißt, er kann auch bewegte Ziele schnell erfassen aus der Entfernung und kann bei Bedarf den Punkt nutzen für den präzisen Schuss.
Dann haben wir hier sogar noch einen 6 MOA-Punkt zur Verfügung, also ein bisschen größer. Ist perfekt auch für die schnelle Zielerfassung und den Schuss, was für den IPC-Schützen zum Beispiel. Auch hier könnt ihr wieder kombinieren 6 MOA mit 32 MOA Ring. Also bewegtes Ziel, schnelle Zielerfassung, präziser Schuss auch hiermit möglich. Ja, und dann könnt ihr natürlich nur den 32 MOA Ring nutzen, zum Beispiel für den Jäger, um schnelle bewegte Ziele zu treffen. Da seid ihr auch gut mit am Start. Wir haben einen verbauten Motion-Sensor. Wenn sich das Visier bzw. die Waffe nicht bewegt, dann schaltet sich das Rotpunkt nach 3 Minuten ab. Und wenn ihr nur eine kurze Bewegung macht, schaltet es sich blitzschnell wieder ein und ihr seid sofort wieder einsatzbereit. Wir haben 10 Helligkeitsstufen, jeweils 8 für den Tag und 2 für die Nachtsicht. Wenn ich da was finde, blende ich euch das mal ein. Nachtsicht ist ebenfalls auch ein Thema für den Jäger zum Beispiel. Wir haben ein robustes und leichtes Gehäuse aus 70-75 Aluminium mit einem richtig großen Absehen und einem schmalen Rahmen. Das Ganze ist wasserdicht nach IPX7. Das heißt, ihr könnt hier das Rotpunkt 1 Meter tief eintauchen und das Ganze 30 Minuten lang da halten, ohne dass da was kaputt geht. Perfekt für den Kampfschwimmer da draußen. Oder definitiv die Information für euch. Ihr könnt natürlich damit auch ohne Probleme im Regen schießen oder das mal in die Pfütze fallen lassen, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst, dass es kaputt geht. Apropos fallen lassen. Das Reflexvisier ist stoßfest aus einer Höhe von 1 Meter. Da passiert euch nichts. Da geht nichts kaputt, da verstellt sich das Rotpunkt auch nicht. Da seid ihr auch auf der sicheren Seite. Ja, und richtig abfeiern tue ich hier dieses seitliche Batteriefach. Da haben wir natürlich einen einfachen Wechsel der Batterie, ohne dass wir die Nullstellung des Rotpunkts verlieren. Es gibt Rotpunkte, die muss man vorher erst von der Pistole abmontieren, um unten die Knopfzelle zu wechseln. Das ist hier beim O-Sight XE überhaupt nicht der Fall. Die seitliche Bedienung ist richtig genial. Und das letzte coole Feature, was ich euch noch zeigen soll, sollte hier die Batterie wirklich mal alle sein oder sollte das Rotpunkt mal ausfallen, haben wir hier intern sogar noch eine Notvisierung, eine Notkimme verbaut. Dazu müsst ihr hier nur seitlich diesen Knopf drücken und dann fährt hier diese kleine Kimme raus und dann könnt ihr die Pistole weiter nutzen, als wäre nichts geschehen. Im Lieferumfang sind wie gesagt hier alle Schrauben am Start, die ihr braucht. Für meine Staccato brauche ich M3 und zwar hier die kurzen, die nehme ich mal raus. Wir haben sogar schon Schraubensicherung dran an den Schrauben, sodass ihr euch darum auch keine Sorgen machen müsst. Mal sehen, ob ich das mal zeigen kann. Hier seht ihr, da ist schon genug drauf. Ja, und ihr habt auch schon das passende Werkzeug auch mit im Lieferumfang, sodass es eigentlich ganz easy ist. Ihr setzt die Schrauben hier schon mal rein. So. Setzt das hier auf. Ja, und dann einfach festschrauben. Und fertig montiert. Eins der wichtigen Features von einem Rotpunkt ist natürlich, dass man es justieren kann, sodass der rote Punkt auch ins Schwarze trifft. Da habt ihr hier beim XE hier oben die Verstellung für die Höhe und hier an der Seite die Verstellung für rechts und links. Mit dem Werkzeug, das hier im Lieferumfang enthalten ist, könnt ihr hier klickweise 35 Klicks in die Richtung, 35 Klicks in die andere Richtung verstellen. Ein Klick entspricht 1 MOA und dann könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme euer Rotpunkt auf Linie bringen. Ja, schauen wir uns mal die Bedienung an. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Das passiert hier alles auf der linken Seite mit der Plus- und Minustaste. Die ist auch schön groß, sodass ihr das auch mit dem Handschuh gut erreichen könnt. Wenn der Motion-Sensor deaktiviert ist, könnt ihr das Rotpunkt anschalten, indem ihr entweder auf die Plus- oder Minustaste drückt. Das mache ich mal. So. Seht ihr, ist der rote Punkt an. Um die Helligkeit zu verstellen, drückt ihr die Minustaste, um die Helligkeit zu verringern, Plus, um sie zu erhöhen. Gehen wir hier ein Stückchen runter. So. Und hier wieder ein bisschen hoch. So.
Um ja, die Ansicht zu verstellen, haltet ihr die Minustaste gedrückt und dann ja, wandert die Optik durch alle möglichen Ansichten, und wenn ihr die Ansicht habt, die ihr gerne haben möchtet, lasst sie einfach los. Der nächste Punkt ist Motion Sensor aktivieren bzw. deaktivieren. Zurzeit ist er deaktiviert. Zum Aktivieren einfach Doppelklick auf Minus und gedrückt halten. Dann blinkt das einmal. Jetzt ist der Motion Sensor aktiv. Um ihn deaktivieren zu können, einfach wieder das gleiche. Doppelklick halten. Dann wird es jetzt zweimal blinken. So, und zum Schluss letztes Feature, ausschalten. Einfach Plus und Minus gleichzeitig drücken und dann ist das Rotpunkt aus. Ja, dann sind wir soweit durch mit meinem Review hier von dem OSight XE. Was noch bleibt, ist natürlich mein Fazit und meine Kaufempfehlung. Ich würde das einteilen diesmal einmal für die Jäger und Sportschützen und einmal für die Airsoft-Spieler. Fangen wir zunächst an. Für Sportschützen und Jäger geht definitiv hier eine Kaufempfehlung raus. Für 300 € macht ihr definitiv nichts falsch. Wenn ihr den Preis noch vergleicht mit anderen Wettbewerbern, ist das hier ein Preis-Leistungssieger. Wir haben 5 Absehmöglichkeiten hier an Bord. Wir haben ein geschlossenes System. Hier kommt kein Staub, kein Schmutz rein. Das Gehäuse ist wasserfest nach IPX7. Ihr könnt es untertauchen, da passiert euch nichts. Es ist stoßfest aus einer Fallhöhe von 1 Meter. Hier verstellt sich denn natürlich auch gar nichts. Wir haben hier dieses seitliche Batteriefach, was ein Wechseln ermöglicht, ohne danach das Rotpunkt wieder neu zu justieren. Wir haben ein schönes, großes Sichtfenster, und egal welchen Abstand ihr nimmt und welche Sehrichtung ihr einschlagt, ihr habt den roten Punkt immer klar und deutlich vor Augen und könnt ganz schnell euer Ziel erfassen. Wir haben 10 Helligkeitsstufen, 2 davon Nachtsicht, also perfekt für den Jäger, und auch für jede Tageszeit, für jede Witterungsbedingung könnt ihr hier die passende Beleuchtung einstellen. Nächster Punkt, auch ein nettes Gimmick, finde ich, ist hier diese ausfahrbare Notvisierung. Sollte das hier mal ausfallen, habt ihr auch noch mal die Möglichkeit, so zu schießen. Finde ich auch richtig gut. Von daher, Kaufempfehlung geht definitiv raus. So, schwenken wir jetzt zum Airsoft-Bereich. Da muss ich sagen, da müsstet ihr noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, ob ihr 300 € für ein Rotpunktvisier ausgibt für eure Airsoft. Wenn ihr das tut, macht ihr definitiv qualitativ keinen Fehler. Das Gleiche, was ich eben gerade erzählt habe für Jäger und Sportschützen, gilt natürlich auch für den Airsofter. Da seid ihr definitiv gut beraten. Wenn ihr sparen wollt und dennoch eine Real-Stick-Optik auf eurer Kurzwaffe haben wollt, dann würde ich sagen, schaut euch mal das OSight SE an. Da gibt es auch 2 Varianten. Einmal mit 6 MOA und einmal die Variante mit einem 2 MOA-Punkt und einem 32er Ring. Da startet das Ganze bei 220 € bis 260 €. Und auch hier gilt, schaut auf jeden Fall auf die OSight-Seite. Wenn da Promotions, Aktionen, Rabattcodes sind, dann könnt ihr da definitiv immer günstiger sein, egal für welche Optik ihr euch da entscheidet. So, das soll jetzt mein letztes Wort gewesen sein. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt das alles unten mal in die Kommentare rein. Sollte jemand schon mit diesen Optiken arbeiten von der Firma OSight und hat auch Hinweise, Feedbacks, alles unten in die Kommentare rein. Ich denke mal, das ist für diejenigen wichtig, die immer noch überlegen, ob sie es kaufen wollen oder nicht. Großer Dank geht zum Schluss noch mal an die Firma OSight, die mir hier diese Optik zur Verfügung gestellt hat. Und dann bleibt ganz zum Schluss noch mein Standardspruch, den darf man nicht vergessen, ne? Und zwar, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis zum nächsten Video gesund und munter. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Bruce.